Eine Handvoll Kelten hatten die Nasen gestrichen voll vom ewig grauen Nordeuropa und dachte sich, Mensch, warum nicht auch für uns ein bisschen Dolce Vita? Also haben sie sich auf den Weg gemacht und haben sich ein paar schöne Fleckchen Norditalien erobert. Das fanden die Italiener wiederum nicht ganz so witzig und haben die Kelten erstmal bei den Römern verpetzt. Attenzione, attenzione, soldato nemico! Andiamo, forza, andiamo! Die sind natürlich auch gleich in Vollbesetzung angerückt und es kam zur Schlacht an der Alea. Datemi una mano, per favore! Qui! Mi serve aiuto! Soccorso! Aiuto! Fast 2,5 Jahrtausende nach dieser bitteren Niederlage braut sich nördlich der Alpen für die Italiener schon wieder Unheil zusammen. Anstelle von Mord und Totschlag versuchen uns die Nachfahren der Kelten in Brüssel dieses Mal mit einem noch perfideren Plan. Der Euro-4-Norm. Relativ schnell steht fest, die Speerspitze Norditaliens, die 1299 Panigale, wird den neuen Regularien zum Opfer fallen. Den V2 Euro-4-konform zu machen, wäre viel zu unrentabel. Wie kriegen sie es also hin, die Abgas- und Geräuschwerte der Panigale Euro-4-konform zu reduzieren? Die Lösung? Mehr Zylinder und mehr Leistung. Das klingt jetzt erstmal unlogisch. Man isst ja auch nicht einfach mehr Bohnen, wenn man Blähungen hat. Aber was soll ich sagen? Es funktioniert. Im Allgemeinen fährt sich die Panigale extrem handlich. Das liegt natürlich einerseits an den 198 Kilo vollgetankt, aber nicht nur das Gewicht spielt eine Rolle, auch der neue Motor trägt seinen Teil dazu bei. Im Vergleich zu einem Reihen-Vierer ist bei dem V4 die Kurbelwelle viel kürzer. Kürzere Kurbelwelle, weniger Massenträgheit. Bedeutet, das Motorrad lässt sich leichter in die Kurve legen. Apropos Kurbelwelle, die ist nicht nur kürzer, die hat auch noch ein anderes Feature, das es besonders macht. Nämlich angelehnt an die Desmo 16 aus der MotoGP dreht sich die Kurbelwelle andersrum als bei normalen Motorrädern. Das ist technisch ein bisschen aufwendiger und hat einen minimalen Leistungsverlust zur Folge, aber bringt natürlich auch was, sonst würden sie es natürlich nicht machen. Dadurch, dass die Kurbelwelle sich andersrum dreht, wirkt die dem Steigen des Hinterrads entgegen und dem Steigen des Vorderrads. Natürlich beim Bremsen und jeweils beim Beschleunigen. Und wenn die Panigale eins macht, dann bremsen und beschleunigen.
mich persönlich am meisten überrascht hat, wer Ducati kennt, V2 bei niedrigeren Drehzahlen, da schaukelt es einem ordentlich den Pöppes durch, ob man möchte oder nicht. Das ist bei der V4 eigentlich überhaupt gar nicht der Fall. Also man kann 2000, 3000 Umdrehungen fahren und auch vom Gas gehen und wieder ans Gas gehen. Und wenn man nicht gerade extrem grobmotorisch veranlagt ist, dann ruckelt es eigentlich so gut wie gar nicht. Zur Leistung an sich 214 PS. Das ist nicht mehr normal. Ich weiß nicht, ob ich die 214 PS überhaupt mal abgerufen habe. Egal wie viel ich letztlich abgerufen habe, das, was ich abgerufen habe, das habe ich aber abgerufen. Also es ist krank. Okay, jetzt haben wir viel über den Motor geredet, der da drin sitzt. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegt man diesen Motor da rein, dass es nicht bekloppt aussieht? Das ist ja viel größer, viel breiter als der V2, der gerade eben wegen dieser schlanken, liegenden Einbauweise eben diese extrem kompakten Konturen von der V2 1290 Panigale ausgemacht haben. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Die Italiener wären aber nicht die Italiener, wenn sie sagen würden, okay, fuck it, wir haben das schnellste Moped auf dem Parkplatz, ist uns klump egal, wie das aussieht. Es muss natürlich auch noch geil aussehen. Das macht es natürlich nicht leichter. Ich finde, die Entwicklung von der 1290 zur V4 erinnert mich so ein bisschen so an einen Mann, der in die Jahre gekommen ist, ein bisschen den Bauch angesetzt hat. Und dann gibt es so Männer, die sagen so Bauch. Und dann gibt es Männer, die sagen, okay, ich bin jetzt nicht mehr 20, ich habe ein bisschen den Bauch bekommen, fuck it, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und wenn das Kreuz breiter wird, dann sieht der Bauch gleich schmaler aus. Die V4 Panigale ist nicht fett, sie ist muskulös. Die 1290 war drahtig, sehnig, wie so ein Marathonläufer. Und die V4 ist einfach muskulös. Diese ganzen Regularien im Rahmen von Euro 4, die da auf die Hersteller zugekommen sind, an sich sind schon kein Zuckerschlecken. Aber jetzt nicht nur zu sagen, okay, wir erfüllen das Gedönse, scheiße, aber hilft nun mal nichts. Das ist eine Sache, aber dann zu sagen, ich stelle ein komplett neues Motorrad hin und sind besser als vorher, das ist schon nochmal eine andere Geschichte. Aber zurück zum Anfang. Nach der Schlacht an der Allia haben die Römer sehr schnell begriffen, dass sich irgendwas ändern muss und haben das gesamte Militär umgebaut. Unter anderem wurde zum Beispiel der Speer als Primärwaffe durch ein Kurzschwert ersetzt und mit diesen Anpassungen haben sie dann fast die gesamte damals bekannte Welt erobert. Auch Ducati hat seine ehemalige Speerspitze durch eine neue Waffe ersetzt und ist jetzt stärker als jemals zuvor dazu bereit, es ihren Vorfahren gleich zu tun, die gesamte Welt oder zumindest die gesamte Motorsportwelt zu erobern.